Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge The Outer Worlds. Da ist Felix, da ist Parvati, wir sind auf der Groundbreaker. Ja. Können wir für Parvati jetzt erstmal ein bisschen Seife holen. Das liegt ja direkt auf dem Weg, sage ich mal. Moment, wollte nicht auch noch irgendjemand mit mir trinken? Irgendjemand wollte doch mit mir trinken. Ich glaube, wenn ich in Stellar Bay bin, wollte jemand mit mir trinken. Tatsächlich. Die Sauer, ich glaube. Naja. So, holen wir uns etwas Seife. Den habe ich ja erschossen. If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late. Nee, also mein Ingenieur möchte sich gerne so richtig fein rausputzen, um Chief Junlei zu beeindrucken. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice lotion, that sort of thing. I still got 'em, too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? Pseudo-Apfel, Zimt oder Schifffrische. Also der Klassiker verfehlt natürlich nie seine Wirkung, die Rose. Boah, so zuckersüß wie ein Apfelkuchen. Eine Ingenieurin steht vermutlich auf Raumschifffrische, frisch gescheuertes Metall und so. Parvati, hast du einen Favoriten? Oh, gosh. We never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks. It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like, I'd probably go with rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and cinnamon. I guess you could eeny-miny mow it? Take your time, dear. A lady's scent says a lot about her. Na, dann, wenn es um Romantik geht, der Klassiker nie seine Wirkung. Wir nehmen die Rose. Oder nehmen wir die Rose. Ach los, komm, wir nehmen die Rose. We didn't have anything rosish in Edgewater. I heard it smells real pretty, though. I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. Okay, Schönheitskorb, klassische Vagerose. Haben wir erhalten. Zeig mal, was I've got a du lovely hast. little throw pillow. Ja, Just ich something I weiß. toss together. Like to keep Ja. my hands busy. Ja, ich weiß. Ich würde gern Schrott verkaufen. So, wir haben 71.000. Lauftempo erhöhen. Erhöht den Rüstungswert von Körperpanzern und Helm gegen N-Schaden. Naja. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. So. Jetzt soll ich mit dir reden oder was soll ich machen? Pflegeprodukt gefunden, das sie gesucht hat. Frag sie, ob sie jetzt bereit fürs... Ja. Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you.
Hier ist deine Seife. Thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. In her messages, Junlei said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Salt tuna and xenogold needle mushrooms. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Na gut, das bekommen wir schon raus. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Oh, ich habe ja schon Herzküchlein. Ich brauche einen Dustbag-Auflauf. Wo finde ich den? Die Herzküchlein in Cascadia, die haben wir tatsächlich gefunden, das weiß ich. Erwirb einen Dustbag-Auflauf von Koch Raymond in Stellar Bay. Müssen wir also nochmal nach Monarch. Das mit Julie und diesem Date ist ja... ist das aufwendig. Wir geben hinten kurz den Auftrag ab. Vielleicht schickt die uns ja auch nochmal nach Monarch. Sunlight. Tag. Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Well done, Captain. In der Basis befanden sich Wissenschaftler in Suspensionstanks. Ein paar von ihnen könnten noch am Leben sein. Du wirst einige geborgene Roboter finden, die auf einen neuen Besitzer warten. I'll have those dismantled. You can never be too careful when moving into someone else's territory. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? Ja. Ein UDL-Kampfschiff kam an, aber ich habe sie überzeugt abzudüsen. I knew it. They've been shadowing us since Monarch, maybe even longer. I've been less than honest with you. Your assignments weren't strictly about the salvage business. You might have figured that out already. Ich höre. After the Monarch job, I started connecting the dots. I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big. Something none of us were meant to know. Die Wahrheit über das menschliche Steißbein. Du hattest bereits mein Interesse geweckt. Jetzt hast du auch meine Aufmerksamkeit. Schlechte Neuigkeiten nehme ich an. Maybe the worst. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Ich rate mal, dass du so eine Ahnung hast. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? Das kann ich machen. Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084, and who knows what else. We have to put a stop to it. I knew it. Aliens from other worlds been visiting Halcyon. At least one of your crew can keep an open mind. But this isn't some Aetherwave serial millstone. This is reality. Es sind keine Aliens, es sind bekloppte Versuche, die Menschheit zu Aliens zu machen, ja. Ich sag mal nichts. Hear me out. I'm saying it's aliens. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. This doesn't feel at all right, Captain. Damn, she's serious.
Tragic, ain't it? What age does to your mental faculties? The crew is skeptical. That's good. I don't want you walking into the unknown with blindfolds on. I assume you have questions? Ein paar. If we're gonna see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting doubts aside. Wenn du Außerirdische sagst, wovon reden wir da genau? Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with halcyon biology to twist us, change us, make us more like those monsters on Monarch. Ich habe aber keinerlei Hinweise auf Außerirdische gesehen. No kidding. That's how they want it. When I lined up the evidence in my spreadsheet, there was only one possible conclusion looking back at me. This is my data talking, not my anxiety or lack of sleep. Das erste lassen wir mal. Okay. Ich weiß wirklich nicht, was ich... Sag mir, was getan werden muss. Dr. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species. I need you to put a bullet through her skull. Mord wird von meinem Subunternehmer-Arbeitsabkommen nicht gedeckt. Wieso muss Dr. Chartrand sterben? She's a research scientist and a damn good one. Before UDL poached her, she engineered a 0.2% increase in cystipig juiciness. Now she's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. Deine Sorge das Schicksal unserer Spezies bewundernswert. You've got me all wrong. I just want to add savior of humanity to my resume. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Die Labore, durch die ich gegangen bin, haben nicht so einen bösen Anschein erweckt. Do you usually come across innocent people trapped in suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Just imagine the experiments she carted off to her next lab. Okay. Wie passt Chartrand in diese Alien-Verschwörungstheorie? We're far beyond theories. Chartrand's logs, the gas, the suspension tanks. How much proof do you need? Wake up, Captain. An invasion needs collaborators working from the shadows. She has access to the board, unlimited funds, and a colony full of sheep. Okay, ich nehme den Auftrag an. This keycard will get you through the front door of her Byzantium estate. Don't ask how I got it. You might not like the answer. By now, the other side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Okay. Byzantium. Chimärikerin. Oh mein Gott, ja, die will halt Chimären machen. Die Beweise, die du in Cascadia und auf den HFS gefunden hast, haben Lydia Hagen überzeugt, dass Dr. Eva Kalner der Mittelpunkt dieser außerirdischen Invasion Verschwörung ist. Nee, ist klar. Wir haben hier auf der Groundbreaker noch was zu tun. Für Felix. Und dann müssen wir noch mal nach Stellar Bay. BNP, I can't believe it's not yours. It's unbelievable how good it is. Muss ich hier rein oder hier rein? Wo muss ich hier rein? Jo, ich muss hier rein. Es hat kurz geklingelt. Kleinen Moment. Da sind wir wieder.
Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Rosanna. You mind trying to have a moment here? Bist du Rosanna Trask? Yeah, I was called that once upon a day. You need something? Ich suche einen Kerl namens Rufus Trask. Mir wurde gesagt, dass er hier in der Gegend lebt. Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. Okay, wir zeigen ihr das Emblem. Und dann, wo ist er denn? That's Harlow's mark. No mistake. Guess he's not letting this one go. I don't want any manner of harm befalling Rufus. Not on my account. Wenn sich Trask querstellt, ist das nicht deine Schuld. All right, I'll tell you where he is. Just get out of here, please. Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. Ja, ein paar Fragen habe ich. Please, just make it quick. Machen wir. Harlow meinte, Trask hätte ihn verraten. Weißt du was darüber? Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why. He was here to collect his personals, complain about Harlow to me, and say goodbye. In that order. Ui. Was weißt du über Harlow? Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years back before he vanished. A few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution, something about getting rich. Abandoned his work and ran off that very day. Das habe ich schon mal gehört, Felix. He must have been recruiting, gathering up his band of revolutionaries. Word of advice, kid? Anybody carrying on about a revolution just wants to sell you something. I don't know Harlow. Never so much as bandied a word with the fellow. You're better off having this discussion with Rufus. Du und Trask, ihr habt euch getrennt? That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to. Okay. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ich lass dich mal Appreciate it. zufrieden. No offense meant. Just been a long day is all. So, das heißt, wir müssen nochmal nach Stellar Bay und nochmal nach Emerald Vale. Wenn da nicht immer Ladebildschirme dazwischen wären, hätte ich ja nichts dagegen. Also machen wir jetzt erstmal nach Stellar Bay und holen die Kasserolle bei Koch Raymond. Und dann fliegen wir nach Emerald Vale und suchen Trask. Also meine Vermutung ist ja, Trask hat die Piraten auf freie Händler gelotst und nicht auf Konzernschiffe, weil er von den Konzernen bestochen worden ist. So die Konkurrenz auszuschalten. Das vermute ich ja. A reminder to all crew members. There is only one toilet on the ship. Ja, ich weiß. So, Monarch, Stellar Bay. Stellar Bay. Wir brauchen von Koch Raymond. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Ja. Wir brauchen von Koch Raymond etwas. Die gleiche Truppe mit. Wir brauchen
von Koch Raymond eine Kasserolle. Wo war Koch Raymond? Oh Gott, wo war denn Koch Raymond? Eventuell können wir gleich mal gucken, ob Sora mit uns noch einen trinken will. Koch Raymond. Eigentlich können wir auch mal einfach die Quest auswählen, dann wissen wir sofort, wo er ist. Da. Ist Sora am Yachtclub? Bewohner? Keine Sora am Yachtclub. Koch Raymond. Wo ist denn Sora? Das sollte irgendwo sein. Poor Braxton. Irgendwo hier ist Koch Raymond. Hier geht's nirgends rein. Da ist ein Loch in der Wand. Hier vielleicht? Koch Raymond. I see you stuck around. Meine Ingenieurin hat Appetit auf einen Dustback-Auflauf. Kannst du sowas zubereiten? That was a real popular meal 10, 20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. Einschüchtern, Einschüchtern wäre jetzt geil. Ja, los, komm, 3000. You got it. I got all the ingredients. Should only take about an hour in the oven. Ich will keine Rufschädigung. Nur deshalb habe ich das jetzt gemacht. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. Oh, gosh. My tum's rumbling just smelling that casserole. The dustback casserole Mr. Raymond made smells incredible. Oh, I kind of want to take a little taste. But I'm gonna be strong. Now look how cute these cakes from Cascadia are. Someone even traced little hearts in them. I guess that settles dinner. Thanks for hauling me all over creation, Captain. Ja, keine Ursache. Solltest du dich jetzt nicht für Julie fertig machen? Well, I was gonna, but then it hit me. I got this nice meal all planned out with music, and I got that soap to scrub up with, but I don't got nothing nice to wear, Captain. Hast du irgendwas Bestimmtes im Sinn? I don't have a head for fashion, and I can't really picture myself in something clean and pretty. There's this place I heard of in Byzantium, Joliker's Haberdashery. I bet I could find something nigh on perfect at a place like that. Okay, wir schauen bei Gelegenheit dort vorbei. Thanks, Captain. I know I've been asking a lot, but you help me out every time. You're the best. Das heißt, die Quest können wir erst weitermachen, wenn es nach Byzantium geht. Und ich reise jetzt nach Emerald Vale für Felix. Ich will das heute noch fertig kriegen, damit wir dann das nächste Mal wirklich mit der Story weitermachen können.
Schluck getrunken hier. Na komm schon, ich will nach Emerald Vale. Wo ich dann gleich nochmal einen Ladebildschirm habe. Na, das ist jetzt Byzantinum-Bekleidungsstück, genau. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Ja, ich weiß. Ich dachte gerade, da sitzt jemand im Stuhl. So, Emerald Vale. Emerald Vale. We are now in orbit above Edgewater, Captain. So, da brauchen wir Parvati erstmal nicht mehr. Kann man Parvati ausmachen? Ich nehme mal Ellie wieder mit. Hab mal lange nicht mehr dabei. Edgewater, Saltuna Cannery. Ja, die bringen den Saltuna aus Stellar Bay hierher und machen ihn dann in Dosen. Weil auf dem Planeten hier gibt es keinen. Das heißt, die müssen ja theoretisch auch immer noch mit dem Planeten handeln. Nicht nur UDL. So, wo muss ich denn hin? Da oben muss ich hin. Zur nördlichen Schlucht. Ja, dann auf zum Botaniklabor. Und dann auf in die nördliche Schlucht. Ist lustig, irgendwie hat jedes Gebiet, jeden Punkt, den ich auf der Karte entdeckt habe, hat noch irgendeinen Handlungsstrang. Säuleäpfel? Nö. So, wo? Da ist es. Die nördliche Schlucht. Gott sei Dank gibt es hier nicht so fiese Gegner. Da gab es noch ein paar Troglos. That was fun. Kann man ja mal nebenbei mitnehmen. Wo war denn der Eingang? Ach, hier war der. Hier war der Eingang in die Schlucht. Don't mess with the best. Innerhalb von einer Zeitdilatation alle Troglos erledigt. Das war nice. Nördliche Schlucht. Nördliche Schlucht.
waren wir auch schon mal hinten. Ach so, was habe ich denn in Einschüchtern und sowas in der Richtung? Was habe ich denn da gerade? Einschüchtern 54. Nee, 90 da, 74 da. Vielleicht hätte ich doch Sam mitnehmen sollen. Hä? Zum Thema Einschüchtern. Naja, mal sehen. Wenigstens das Überzeugen. Wie hoch war das? 90. Mal gucken, ob es reicht. Ich würde mal speichern. Aber habe ich lange nicht gemacht. Habe ich wirklich ewig nicht gemacht. I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me. Ja. Ganz genau. Harlow meinte, du hättest ihn verraten. Yeah, of course he did. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead, and I've got no intention of dying. Wieso hast du Harlow verraten? How do I know that I can trust you? Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann? Harlow hetzt dir einen Fremden mit einer Waffe auf den Hals. Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool to trust him. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All that palaver about revolutions? It's a lie. You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar, too. Go piss up a rope, kid. I've got nothing to prove to you. That's the whole truth. Harlow's just another board asset. A two-bit mercenary wearing a dissident's clothes. Du bittest mich, deinen Worten zu vertrauen. Zeig mir Beweise. Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. Doch, es gibt jemanden. Du siehst ihm gerade ins Gesicht. Huh. You ain't like other board agents I heard about. You got a functioning spine. You want to confront Harlow yourself? Be my guest. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. Wieso sollte der Vorstand Harlow kaufen? Because he's for sale. Anything the board can buy, the board will buy. And that includes loyalty. Harlow was a charismatic bastard, and he was ruthless. With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smuggler, and a gang leader all rolled up into one odious excuse for a human being. Sounds like a deal to me. Was hat Harlow für den Vorstand getan? Board-sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted destroyed, capturing anybody the board wanted captured. If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship, vanish for a couple of days. Only that's not what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. Re-education, Tartarus, maybe worse. Na, verdammte Axt, in Ordnung. Ich hab genug gehört. Take it you've made up your mind. Ich werde dich nicht töten, Trask, aber ich werde dich um deinen Ring bitten. You gonna tell Harlow I'm dead?
May as well. I'm never going back to that life again. Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Pass auf dich auf. Okay, die Beweise brauchen wir und dann müssen wir Harlow zur Rede stellen. In einem Lüftungsschacht auf der Basis von Harlow versteckt. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal doch dann wieder in Harlows Basis. Da sage ich schon mal, Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen, damit ihr nichts verpasst. Drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Der Vetis.